Internationale digitale Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook zahlen im Durchschnitt in der Europäischen Union weniger als 10% Körperschaftssteuer. Traditionelle Unternehmen zahlen dagegen mehr als das Doppelte. Ist das gerecht? Mein Name ist Alexander Rust und ich arbeite am Institut für österreichisches und internationales Steuerrecht der Wirtschaftsuniversität Wien. Internationale Unternehmen werden grundsätzlich dort besteuert, wo sie ihren Sitz haben. Eine Besteuerung in einem anderen Staat ist nur dann möglich, wenn sie dort Produktionsstätten unterhalten. Digitale Unternehmen haben aber grundsätzlich keine Produktionsstätten. Ihr Sitz liegt häufig in einem Niedrigsteuerstaat. Daher ist es Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook gelungen, die Steuerlast erheblich zu senken. Thema der aktuellen politischen Diskussion ist es, digitale Unternehmen auch in dem Staat zu besteuern, in dem sie ihre elektronischen Dienstleistungen erbringen. Mich beschäftigt ganz besonders die Frage, wie wir gleiche Wettbewerbsbedingungen für digitale Unternehmen einerseits und traditionelle Unternehmen andererseits herstellen können. Welche Konsequenzen hat eine Besteuerung im Staat des Verbrauchers? Als Steuerjurist hat man die bestehenden Regelungen zu interpretieren, die Gerichtsurteile zu analysieren und auf Schwächen in den Gesetzen hinzuweisen. Im Fokus meiner Betrachtung liegt Artikel 5 des OECD-Musterabkommens, also der Begriff der Betriebsstätte. Es bedeutet einer dauerhaften physischen Präsenz in einem Staat. Wir stehen vor erheblichen Herausforderungen. Erstens, Sonderregelungen für digitale Unternehmen führen zu großen Abgrenzungsproblemen. Viele Unternehmen erbringen sowohl elektronische Dienstleistungen, als dass sie ihre Waren auch auf traditionellem Wege veräußern. Der unterschiedliche Vertriebsweg sollte allerdings nicht zu einer unterschiedlichen Besteuerung führen. Zweitens, besteuern wir alle Unternehmen, digitale wie traditionelle, im Staate des Verbrauchers, dann hätten wir zwar keine Abgrenzungsprobleme mehr, für Österreich als Exportnation hätte dies aber erhebliche Steuerausfälle zur Konsequenz. Während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft steht gerade jetzt die Änderung der Besteuerungsregelungen für digitale Unternehmen auf der Tagesordnung. Meine Untersuchungen haben gezeigt, dass eine isolierte Änderung der Regelungen nur für digitale Unternehmen auf lange Sicht das gesamte internationale Steuerrecht abändern wird. Dies hätte für Exportnationen wie Österreich einen erheblichen Verlust an Steueraufkommen zur Folge.